Hallo Leute, da in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte leider ausfallen, mache ich mir meine geschmorten Champignons wie auf dem Weihnachtsmarkt selber. Knoblauchsoße dazu gibt es auch gleich noch, aber zuerst geht es an die Champignons, denn um festzustellen, ob die frisch sind, guckt ihr einfach auf die Unterseite. Wenn die noch komplett geschlossen ist, dann sind sie frisch und dann kann man sie wunderbar dafür verwenden. Wenn die schon etwas älter sind, dann werden die ziemlich dunkel und schon fast schwarz und dann sieht das Gericht nicht mehr so lecker aus. Deswegen versucht möglichst frische Champignons zu kriegen. Ich schneide jetzt hier unten noch ein Stück von dem Strunk ab und dann auch gucken, dass sie nicht mehr allzu schmutzig sind. Aber die hier sind sehr, sehr sauber. Von daher geht das recht schnell. Dann schalte ich mir auch direkt die Pfanne ein. So, und zwar auf volle Kraft, denn für die Champignons brauche ich gleich richtig viel Hitze, damit ich die richtig gut anbraten kann. Dann könnt ihr mir auch gleich verraten, was ihr so auf den Weihnachtsmärkten, als es die noch gab, am liebsten gegessen habt. Würde mich echt interessieren. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da noch ein Gericht zusammen. Die Champignons sind fertig geputzt. Die stelle ich jetzt noch beiseite, bis meine Pfanne heiß ist. Und in der Zwischenzeit geht es an die Knoblauchsoße. Dafür habe ich hier einmal 150 Gramm Joghurt, 150 Gramm Schmand, etwas Salz, etwas Pfeffer und etwa einen Esslöffel Kräuter. Das ist jetzt eine Tiefkühlkräutermischung. Und dann fehlt noch der Knoblauch. Den zermahle ich mir, denn wenn der nur gehackt ist, hätte ich nachher Stückchen drin und das wird mich ein bisschen stören. Denn am besten schmeckt er, wenn sich der Knoblauchgeschmack in der ganzen Soße verteilt. Und deswegen werde ich den jetzt zermahlen. Dafür hacke ich ihn jetzt erstmal grob. Dann kommt da noch etwas Salz drauf. Das Salz ist jetzt wie so eine Art Schleifmittel. Und damit zermahle ich mir den Knoblauch jetzt, und zwar mit dem Messerrücken. Ja. Und dann gibt es eine richtig feine Paste. So, jetzt habe ich hier eben eine richtig schöne Knoblauchpaste. Die kommt damit dazu. Bei dem Salz darauf achten, dass ihr braucht ja jetzt das Salz als Schleifmittel für den Knoblauch, dass ihr nachher nicht zu viel Salz in der Knoblauchsoße drin habt. Deswegen da ein bisschen aufpassen. Und bevor ich meine Knoblauchsoße verrühre, ist meine Pfanne heiß. Da kommen jetzt 60 Gramm Butterschmalz rein. Die sind gerade für höhere Temperaturen sehr gut. Und gerade Butter und Champignons passt wunderbar zusammen. Und da kommen jetzt vorsichtig Champignons rein, weil es kann spritzen, also vorsichtig. Ich packe die dann immer erst an den Rand. So. Gut. Und auch darauf achten, dass ihr nicht zu viele Champignons reinmacht. Das passt jetzt genau, denn es kommen alle mit der Pfanne in Berührung. Es können also alle braten. Wenn ich da jetzt so einen Stapel drauf hätte, dann könnten die einen nicht richtig braten. Und von daher guckt auch, dass die alle möglichst Kontakt zur Pfanne haben. Dann schneide ich mir noch eine Zwiebel in Würfel. Dann die Champignons einmal durchschwenken. Ich helfe jetzt gerade noch mit dem Pfannenwender nach, dass auch wirklich alle schön angebraten sind. Dann gehe ich mit der Hitze auf halbe Kraft runter. Die Restwärme reicht noch locker aus. Und dann kommen auch gleich meine Zwiebeln dazu. Und dann geht es auch gleich ans Würzen. Etwas salzen. Und unbedingt darauf achten, dass ihr die Champignons erst nach dem Braten salzt. Sonst kann es passieren, dass die Wasser abgeben und dann könnt ihr sie nicht mehr braten. Etwas Pfeffer. Und noch eine kleine Prise Paprikapulver. Ja. Dann hacke ich mir noch ein ganz klein wenig Rosmarin. Den mache ich da auch noch mit rein. Ja. Dann das Ganze noch einmal durchschwenken. Ganz zum Schluss kommt jetzt noch etwas Kräuterbutter dazu. Und dann schalte ich die Hitze auch schon aus, denn die Champignons sind soweit fertig. Was jetzt noch fehlt ist, die Knoblauchsoße umrühren. Ich
Ich weiß, ich habe in meiner Knoblauchsoße jetzt nur eine Zehe Knoblauch. Man könnte auch 2 oder 3 reinmachen, je nach persönlichem Geschmack. Ich mache das heute nicht nur für mich und deswegen reicht eine Zehe Knoblauch aus, bei mir jetzt. Und damit sind meine Champignons auch schon fertig. Es duftet auf jeden Fall hervorragend. Wer möchte, kann übrigens bei den Champignons auch noch ein bisschen Knoblauch mit reinmachen. Je nach persönlichem Geschmack. Das passt natürlich auch ganz gut. So, aber je nachdem, was man halt für Gäste hat, wenn man die nicht nur für sich selber macht, dann kann es halt sein, wenn da einer keinen Knoblauch mag, dann kann er die ganzen Champignons nicht essen. Deswegen lieber mehr in die Knoblauchsoße und dann kann sich jeder selber dosieren, wie er möchte. Und damit sind meine geschmorten Champignons mit Knoblauchsoße fertig. Bei mir geht es jetzt ans Essen und euch danke ich herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Kochen.